Wir sind auf der Messe Essen und hier ist ein Haus, das kostet etwas über 100.000 Euro. Und wenn wir gleich mal reingehen, ist es so luxuriös, Vanessa. Das ist richtig schön. Hallo. Hallo, mein Name ist Vanessa Schenk. Ja, wenn du mal kurz nach links neben mich kommst, sei mal gerade so lieb. Das ist ein richtiges Haus und das Coole ist, das kann man in Deutschland mit Baugenehmigung kaufen, richtig? Genau, mit Statik- und Energienachweis. So, das ist etwas, was die normalen oder viele normale Architekten nicht wollen, weil die haben da kaum Geld dran verdient. Ihr liefert alles mit Statik, Architektur, Bauantrag, das kann man alles von euch mitkriegen, oder? Also um den Bauantrag muss der Kunde sich selber kümmern. Ihr könnt es aber helfen, Genau. oder? So, das heißt, ihr helft das und das ist jetzt, ich guck mal gerade, es ist also kein Flachdach, es ist ein ganz leichtes Gefälle auf dem Dach. Genau, also es ist ein Flachdach mit einem leichten Gefälle. Wie kriegt ihr das hin zu dem Preis? Also wir liegen jetzt hier bei 100 und? Bei 108.000 Euro brutto, inklusive Ausstattung. Inklusive Steuer, Genau, Möbel, alles. alles. Und die Grundfläche, was haben wir? Knapp 50 Quadratmeter. So, wichtig ist, ich glaube, es ist immer leicht unter 50 Quadratmeter. Es gelten dann noch andere Regeln, was die Dämmung angeht. Ist das gut gedämmt, das Haus? Es ist sehr gut gedämmt, es ist auch winterfest. Okay, das heißt auch Dreifachverglasung in dem Fall? In diesem Fall haben wir nur eine Zweifachverglasung, aber eine Dreifachverglasung ist auch möglich. Möglich. Ihr verkauft ganz viele. Ihr fertigt in Polen und da gibt es eine Besonderheit in Polen, da gibt es ein Baurecht, da darf man sogar bis 60, 70 Quadratmeter einfach so bauen. Also ich glaube, man muss eine Bauanzeige machen, aber eine Baugenehmigung braucht man nicht. Und das hat sich etabliert. Die meisten Polen haben ihr eigenes kleines Haus, oder? Das stimmt. Und das ist also richtig schön. So, das Dach, wie ist das gefertigt? Was ist da oben drauf? Man kann es im Moment nicht sehen. Auf dem Dach befindet sich ein Gummibelag. Gummibelag. So, die Garantie, die Gewährleistung, wie kriege ich das Haus? Mit 2 Jahren? Mit 2 Jahren Garantie, ansonsten kann man das auch auf 5 Jahre verlängern. Das würde heißen, dass wir einmal im Jahr zum Service zum Kunden kommen. Okay, das heißt, ihr kommt hin, es kann ja immer mal ein bisschen was sein. Es können auch zum Beispiel die Einbaugeräte, da könnte was dran sein, zum Beispiel, dass der Boiler mal nicht geht oder so. Oder der Wasserhahn funktioniert nicht, etwas passiert mit der Heizung, dann kommen wir zum Kunden und reparieren das. Ja, was total mega ist, die Plissés sind alle schon mit eingebaut. Das heißt, das Thema Verdunklung ist mit drin. Ihr habt wunderschönes Design gewählt. Außen das Holz ist echt eigentlich? Genau, das ist Thermoholz. Krass. Alles im Preis mit drin. Die Leute, die das hier sehen auf der Messe, die sind ziemlich geflasht. Das stimmt. Es ist auch ein sehr stylisches Haus. Ja, wir gehen gleich mal rein. Wenn du das natürlich kennst, da weißt du allein eine Küche. Also wenn ich jetzt hier die Küche sehe, die hier drin ist und du baust dir nur mal eine neue Küche ein, ja, du weißt ja, was sowas kostet in dem Design. Um die 20.000 Euro. Circa, oder? Genau. So, und das heißt, alles, was wir hier sehen, ist im Preis mit drin. Wahrscheinlich nicht die Tassen, oder? Bis auf die Deko ist alles im Preis inklusive. Und ich glaube, darüber könnte man sogar noch verhandeln, ob die 4 Tassen drin sind. Ich zeige mir ja vorne von Whirlpool, das heißt auch qualitativ hochwertige Einbaugeräte. Hier auch dieser Spritzschutz hinten ist mit drin. Ist alles mit drin. Hier ist jetzt ein Gaskochfeld, man kann das aber auch mit einem Induktivkochfeld bekommen oder mit einem Elektrokochfeld. Wie man das gerne möchte. Das heißt auch hier die Auszüge, da ist wahrscheinlich die Spülmaschine. Okay, eine Whirlpool-Spülmaschine mit drin. Dann ganz viele Schubläden. Sei mal so lieb, mach mal auf. Das mal ganz kurz sehen. Wow, und jetzt mal feste zu. Soft Close. Ja, und hier oben die Oberschränke. Ich finde die Farbauswahl mega. Sind richtig schön. Soll das mal sehen? Ach, da vorne ist ein Eckschrank. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wow. Total schön. Also das die Design von dem Haus, ich glaube, die Leute können es gar nicht fassen. Das sieht aus wie im Hotel. Es wurde sehr gut durchdacht. Guck mal hier. Also ich zeig's mal gerade. Wenn du mal ganz kurz rüber gehst, sei mal so lieb, und du dich mal ganz kurz auf die Couch setzt, dass man mal den Raum hier mal sieht, wie gut er genutzt ist. Und ich komme jetzt mal gleich zu dir, drehe mich gleich mal ganz langsam, bleib ruhig mal da sitzen. Und das ist die Ecke, wo man dann rausschauen kann, hier auf die Ecke. Wenn ich hier die Fenster zumache, ist es auch leise drin. Ihr habt die wahrscheinlich auch draußen auch mal stehen. Es ist sehr leise. Sehr leise. Ich habe das schon mal gefilmt, so ein ähnliches Haus. Wir haben die Fenster zugemacht, je nachdem, was du drin hast. Zum Beispiel bei Dreifachverglasung, wenn es sehr laut ist, machst zu, du hörst gar nichts mehr. Das ist lärmgeschützt. Und jetzt filme ich mal gerade hier in den Raum rein und da siehst du, der Fernseher ist nicht dabei, oder? Alles bis auf der Fernseher. Okay, das heißt die Halterung, aber die Vorrichtung, darüber kann man reden, ne? Genau. So, wie wird das Haus jetzt beheizt? Das Haus hat eine Gaszentralheizung, ist aber auch möglich mit einer
Infrarotfußbodenheizung, eine Elektroheizung, eine Vorbereitung für eine Wärmepumpe oder ein Splitgerät, ein Klimasplitgerät mit einer Funktion kühlen, wärmen und entfeuchten. Fußbodenheizung geht, oder? Ist möglich. Ist möglich. Also das würde ich auch empfehlen. Das ist meistens Infrarot, Fußbodenheizung oder Elektrofußbodenheizung. Braucht ganz wenig Energie. Also das haben wir gemerkt. Und hier die Warmwasserheizung, auch hier die ganze Küche. Also das Design, ich muss noch mal gerade einen Schritt zurückgehen. Ihr habt wahrscheinlich eigene Designer, die das wirklich durchstylen, oder? Wir bauen die Möbel auch selber. Das ist jetzt nicht gedacht für Campingurlaub. Es gibt ja die... Das ist jetzt eher ein Modell, was zum dauerhaften Wohnen gedacht ist, nicht zum Leben auf dem Campingplatz. Steckdosen. Ihr habt genug Steckdosen überall? Ja, So, da kann ich aber, wenn ich sage, ich brauche noch mehr Steckdosen, da... kann man gerne erweitern. Okay, das geht. So, der Wandbelag, der ist wählbar eigentlich? Genau, wir haben 4 bis 5 verschiedene Farben, Muster. Okay, das heißt, auch hier kann ich jetzt sagen, zum Beispiel Wand hier ist jetzt helles Holz oder zum Beispiel Eiche. Da kann ich auch sagen, Dunkleres, was Helleres, das ist möglich. so, da oben ist die Inverter-Klimaanlage, die auch heizen kann. Eine Wärmepumpe mit eingebaut. Die Küche allein. Du kannst dir schon vorstellen, viele ältere Leute haben ein Riesenhaus, die wollen das loswerden, sehen das hier jetzt und sagen, genau das ist es, oder? Und wollen sich verkleinern. Ja. Es ist wirklich schick. Und da vorne, ach, die Heizkörper waren schwarz. So, das ist eine richtige Warmwasserzentralheizung auf Gasbasis. Ja. Können wir uns ja gleich mal angucken. Da oben ist übrigens dann nochmal so ein Schrank mit drin. Da ist der Kühlschrank. Genau, hier befindet sich einmal der Kühlschrank. Klein, mittel, groß mit Gefrierkombinationen. Ein Backofen. Mit wahrscheinlich Mikrowelle, oder? Ist auch drin? Genau. Okay. Und oben? Kommst du dran? Frag mal gerade. Da ist der Vorratsraum für natürlich das Messewasser. Und auch die Schalter. Ihr habt wirklich nichts dem Zufall überlassen. Also das Ganze ist durchdesignt, oder? Genau. So, hier ist ein Schlafzimmer. Das könnte zum Beispiel auch ein Arbeitszimmer werden, oder? Arbeitszimmer, Gästezimmer, Kinderzimmer, wie man es möchte. Komm, wir gehen mal rein. Hier könnte du und deine Freundin, ihr könntet hier super drin übernachten. Also wenn man irgendwas machen möchte. Das heißt, es kann auch mal Besuch kommen, gell? Genau. 2 Leute haben auf jeden Fall Platz. So, und alle Schränke, alles mit drin. Alles. Boah, ich stelle mir gerade die langen Gesichter vor. Du verkaufst dein Haus, kriegst ein tolles Grundstück. Und dann stellt man die Baugenehmigung. Ich habe gehört, ihr könnt das, wenn es gut klappt, in wenigen Monaten realisieren. Genau, 3 bis 4 Monate beträgt die Bauzeit. So, und das sind Punktfundamente. Ich muss noch nicht mal ein Riesenfundament machen. Die werden oft auf Punkte gestellt, stimmt das? Genau, entweder ein Punktfundament oder ein Streifenfundament. Gut, das habe ich mal gesehen. Es gibt so riesengroße, mannshohe Schrauben, die kennst du. Die werden in den Boden reingedreht. Und Anzahl der Fundamente, wie viel macht man hier rein? 8? Ungefähr 10 bis 12. 10 bis 12 Fundamente, okay. Ja, wir gehen mal ins Badezimmer. Ich hoffe, dass noch niemand in der Messe mal ins Badezimmer gemacht hat, oder? Das ist nicht angeschlossen. Geht ruhig mal durch. Also hier ist ein Handtuchheizkörper mit drin. Oben ist eine Lüftung. Habt ihr optional auch eine Lüftung mit einem Wärmetauscher? Gibt's was? Sowas gibt es auch. So, Dusche ist Echtglas. Echtglas. So, ein hängendes WC natürlich von Geberit, also das Original habt ihr eingebaut. Ihr wollt ja da wahrscheinlich auch keine schlechte Qualität einbauen, sonst kommt das wieder zurück. Das ist uns sehr wichtig, dass die Kunden zufrieden sind. Wo gehen denn jetzt die meisten Häuser hin? Jetzt unter anderem nach Deutschland auch? Deutschland, Schweden, Österreich, Holland. Ja, was richtig schön ist, wenn du das jetzt koppelst mit einer Veranda. Das heißt, du machst jetzt hier einen schönen Vorbau hin. Auch da habt ihr Lösungen. Das heißt, man kann vorne jetzt eine entsprechende Außenterrasse, die kann man mitplanen. Genau. Terrasse, man kann auch einen Anbau machen. So, Riesenschrank, zeig mal bitte. Und da ist ein großer, ein Kleiderschrank. Was wäre hier drin, der Boiler? Hier kommt die Gastherme rein. Die Gastherme, also die Warmwassertherme. Unten drunter, was ist da? Okay, das heißt, das wird erst dann eingebaut, wenn das Haus steht, oder? Genau. Okay, und hier vorne, da ist ein Waschbecken mit drin. Dann hast du Schränke, sag mal so nett. Auch da hast du ganz viel Platz. Und hier nochmal ein Schrank. Natürlich auch wunderschön, wenn du jetzt ein Wochenendhaus hast und hast das. Oder? Also fährst du irgendwo hin, stellst du das Ding hin und wenn du es nicht mehr haben möchtest, Breite von dem Haus? 4,20 Meter. Also Schwertransport mit Begleitung, nehme ich an, oder?
Okay. Preis für den Transport, was muss man rechnen? 20? 3.500 bis 4.000 Euro. Nicht mehr. Nein. Innerhalb von Deutschland. Innerhalb von Deutschland. Okay. Komm, wir gehen mal um die Ecke. Dann schauen wir mal ins Schlafzimmer rein. Ist das Haus schön? Darf ich Sie mal fragen? Ist es schön? Ich finde es auf ansprechend. Ja, sorry. Ich lasse ihn gleich mal raus. Dann ich finde es auf Anhieb ansprechend. Hast du gehört? Nee, wirklich. Ja. Hammer, oder? Den Kunden gefällt es. Also es sieht aus wie im Hotel. So, das heißt also hier, natürlich Bettauflagen sind nicht dabei, oder? Ist auch möglich. Kann man haben. Weil das passt alles so genau zusammen. Ich würde auch hier genau die Decken würde ich mitnehmen. All das. Und das Haus muss gerade stehen. Das ist vielleicht eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch da habt ihr Service, da kann niemand rauskommen und auch die Punktfundamente checken. Aufbau und Transport übernehmen wir. Das heißt, auch die Fundamente eindrehen, das ginge auch, auf Wunsch. Auf Wunsch der Kunden. Mach mal bitte auf den Kleiderschrank. Der ist so hoch, ich muss das mal zeigen. Darf ich mal fragen, was hast du für eine Größe? Wie groß bist du? 1,70 Meter. 1,70 Meter. Also jetzt plus Schuhe, nehme ich an, oder? So, und da sind wir drin. Also ein Riesenschrank bis oben hin, da brauchst du aber definitiv eine Leiter. Und dann noch Oberschränke und dieses Megabett. Und das hat auch eine gute Qualität, das Bett? Ja. So, Kunert Mobile. Ich habe noch nie was von euch gehört. Uns gibt es schon seit 25 Jahren. So, wichtig ist, dass die beiden hier Energieeffizienzklassen 40 und 55. Das heißt, je nachdem, was ich erfülle, kann ich ein zinsgünstiges Darlehen haben. Sogar unter 1% habe ich gesehen. Genau, das ist uns sehr wichtig, dass die Kunden glücklich sind und wir für jeden Kunden etwas haben. Also die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert das Ganze nämlich, wenn es die meisten denken, dass sowas in Deutschland keine Baugenehmigung kriegt. Hast du das auch schon gemerkt, dass Leute gesagt haben, schön, dass ihr da seid, aber kriegt man eh nicht genehmigt sowas, oder? Genau. Aber stimmt Manche nicht. denken auch, man kann sich das einfach hinstellen, aber leider ist das nicht so einfach. Auch eine Baugenehmigung, aber das geht schneller, also wenn das in Ordnung ist. Wir gehen noch mal kurz raus, dann können wir uns das Haus noch mal von außen anschauen, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele denken ja bei Modul- oder Tiny-Häusern an diese praktisch Sachen auf Rädern. Und die wollen viele Gemeinden natürlich nicht. Aber das ist ja ein richtiges Haus. Das stimmt. Das Haus hat auch einen Trailer. Man kann es aber auch auf einem flachen Fahrgestell bestellen. Boah, ist das mega. Es ist so toll. So, jetzt darfst du noch ein bisschen Werbung machen. Die Firma heißt? Kunert Group ist unsere Produktion und wir stellen uns aus mit der Firma Kunert Mobiles Wohnen GmbH. Kunert Mobiles Wohnen GmbH. Das heißt, ich mache den Kaufvertrag mit einer deutschen Firma? Genau, mit unserer Filiale in Deutschland. Bankbürgschaft geht? Geht auch. Habt ihr einen Showroom eigentlich, wo man die Häuser auch sehen kann in Deutschland? Gibt's sowas? Wir haben ein Office und ein Showroom in Magdeburg. Wie viel stehen da, wie viele Häuser? Momentan 7 bis 8 Mobilheime und 12 bis 15 gebrauchte Chalets. Ich komme vorbei, versprochen. Also ich komme vorbei, ich filme die alle, weil im Moment ist das ein Riesentrend, ist das Thema, wo Leute wollen sich verkleinern. Rechts daneben ist auch euers? Genau, das ist ein kleines Apartment von uns. So, das zeige ich nur ganz kurz. Wir sind auf der Messe in Essen. Heute ist der 1. März 2024. Ein kleines Apartmentpreis. Liegt bei 45.000 € brutto komplett. Ja, danke fürs Einschalten. Vanessa Schenk. Und hier ist es. Und das werden wir gleich mal zeigen. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön.